Jetzt fahre ich gerade 1000 PS und verbrauche nicht 1 Liter Sprit. Das ist doch geil. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist wieder soweit, es ist Sonntag, es ist 16 Uhr und heute haben wir was ganz Besonderes. Es ist ein Ferrari SF90. Und jetzt packe ich noch mal was dazu. Es ist der stärkste Ferrari vom Werk, der jemals produziert wurde. Mit sage und schreibe 1000 PS. Das ist heftig. Die Kernfrage ist jetzt, ist es der beste Ferrari aller Zeiten? Wir haben hier einen V8 Verbrennermotor. Dann haben wir 3 Elektromotoren. 2 auf der Frontachse und einen Elektromotor haben wir zwischen Motor und Getriebe. Das Ganze ergibt dann eine Summe von 1000 PS. 340 Stundenkilometer Spitze. Das Auto fährt von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Fast genauso schnell wie der Bugatti Chiron. (2020) wurden nur 7 Autos zugelassen in Deutschland, nur 7 Autos. Das heißt, das Auto ist sehr rar auf dem Markt. Das Auto hat einen Listenpreis von ca. 600.000 €, wird aber aktuell auf dem Markt um die 700.000 bis 750.000 € gehandelt. Das heißt 100 bis 150.000 € über Neuwagenpreis. Und jetzt guckt euch mal, wie böse das Auto ist. In Ferrari Ursprungsfarbe, in Gelb, okay? Ist zwar Geschmackssache, aber dieses Auto hat ein Fiorano-Paket. Fiorano, jeder weiß, dass das die Teststrecke oder die Heimstrecke von Ferrari ist, wo die Autos getestet werden. Wenn du ein Fiorano-Paket nimmst, das heißt Rennpaket, das heißt, du hast ein Gewichtsersparnis, so wie Weissach bei Porsche, dann kannst du definitiv kein Liftsystem bestellen. Das heißt, jeder SF90, der ein Fiorano-Paket hat, hat kein Liftsystem. Wir gehen mal weiter. Hier haben wir die Carbonfelgen. Was ein Fiorano-Paket kostet, sage ich euch gleich. Weil erstmal kommen wir auf die Carbonfelgen. Es ist einfach gigantisch gemacht. Es ist mega cool. Du musst zweimal hingucken. Also dafür, dass wir für die Felgen, für die Carbonfelgen, die gigantisch gemacht worden sind, 27.000 € Aufpreis zahlen. Und dann noch für ein Fiorano-Paket 55.000 € Aufpreis zahlen, sind wir bei sage und schreibe 82.000 €. Und was kriegt man für 82.000 €? Ich lasse Dacia Duster weg. Da kriegst du was, Roman? Q8. Ein Q8, nein, falsch. Da kriegst du einen Porsche Taycan. Da kriegst du sogar einen Porsche Cayenne. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Nur für die Felgen und Fiorano-Paket. Was sagt ihr denn zu dieser Antenne? Das sieht echt aus wie so ein Matchbox-Auto. Das sieht echt aus wie so ein Spielzeugauto. Da fehlt eigentlich nur noch, dass hier eine kleine Antenne rausguckt für die Fernsteuerung. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das schön oder nicht schön? Und jetzt kommt die neueste Sache bei Ferrari V8 Mittelmotor. Zum Motor komme ich gleich, weil das ist gigantisch geworden. Das besprechen wir gleich. Aber ich brauche einmal eure Meinung. Was sagt ihr zu diesen Rückleuchten? An was erinnert euch, wenn wir nur das hier nehmen? Okay? Als Foto reinsetzen würden. An was erinnert euch das? An welches Auto erinnert euch das? Dann die Aerodynamik geht hier durch. Hier kann ich durchgreifen. Guck mal, hier kann ich durchgreifen. Das ist schon geil. Das heißt, er saugt das Auto noch mal hier richtig runter. Das brauchst du auch bei 340 Stundenkilometer Spitze. Brauchst du das auch definitiv. Roman, stell du dich bitte hier hin. Ich habe jetzt nämlich 3 Deckel, die ich öffnen werde. Das ist nämlich auch ganz neu bei dem V8 Mittelmotor. Nummer 1 ist hier. Zack. Nummer 2 ist mein Heckdeckel, meine Motorhaube. Okay. Und da ist Nummer 3. Es ist nicht wie bei den F40, wo du 2 Tanks hast. Das ist es nicht. Ich habe mal einen F40 gehabt, das war das Geilste an der Tankstelle, in der Mitte zu tanken und einmal V-Power von der Seite zu nehmen. Und einmal V-Power von der Seite zu nehmen. Habe ich ein Foto, wird euch gleich gezeigt. Richtig geil. Es geht weiter. Komm mal hierher, Roman, bitte. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite
Da Zeichen für E. Das gab es noch nie bei Ferrari. Das ist auch nochmal ein Punkt, was neu ist. Du hast eine Reichweite von ca. 25 Kilometer. Mein allerbester Freund bei 1000 PS. Tanken. Tanken, tanken, tanken. Tanken, tanken, tanken. Und darauf habe ich mich jetzt am meisten gefreut. Du auch, Roman? Ja. Du weißt doch gar nicht, was kommt. Motor. Ach so, ja geil. Roman hat mitgedacht. Roman, komm mal her bitte. Wenn du hier rauf zeigst, denkst du, dass es nur diese Fläche ist. Aber nein, die ganze Klappe kommt hoch. Hier könnt ihr das genau sehen. Und was ich auch wieder mega cool finde, keine Dämpfer, nichts. Ich muss hier selber arbeiten. Und jetzt kommt das Gigantische und das seht ihr nur, wenn ihr hier steht. Und guckt mal hier rein bitte. Wir haben hier den Verbrennermotor. Kannst du sehen, wie tief der Motor ist? Quasi da unten, ich komme gar nicht ran. Und der Motor ist in der Mitte. Es ist ein Heckmittelmotor und so tief es geht. Der Verbrennermotor hat 780 PS und unsere 3 Elektromotoren haben nochmal 220 PS. Und somit kommen wir auf die 1000 PS. Ich habe ja eben gesagt, das Auto hat 2 Elektromotoren auf der Frontachse und ein zwischen Motor und Getriebe. Das heißt ja rein theoretisch, das Auto ist ein Allrad. Okay? Aber nur bis 210. Ab 210 riegelt er alles ab und geht nur noch auf Heck. Dann hat man kein Allrad mehr in dem Sinne. Jetzt ist es soweit. Jetzt gehen wir mal rein. Jetzt haben wir außen so viel gesprochen. Wir wurden so technisch, so detailliert und so weiter. Jetzt setze ich mich rein. Jetzt fahren wir das Auto mal. Und dabei gucken wir uns noch folgende Sachen an. Und zwar die Innenausstattung. Lasst euch überraschen, was sie mit Carbon gemacht haben, welche Kombination die mit Carbon gemacht haben. Es ist das erste Mal, dass ich bei einem Ferrari was sehe. Was es ist, erzähle ich euch gleich. Jetzt setze ich mich erstmal schön in meine Schalensitze rein. Alles aus Carbon. Das Auto besteht nur aus Carbon. So, jetzt sitzen wir in einem SF90 mit 1000 PS. 1000 PS. Das Auto zieht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das Auto verleiht trotzdem, das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Auch die Verarbeitung, hier meine Türverkleidung in dem Sinne. Einmal Carbon matt gehalten. Ich bin ein Riesenfan von Carbon matt, weil es einfach viel sportlicher und viel edler wirkt, finde ich. Aber dann haben sie nicht hier mit Alcantara oder Leder angefangen, dann haben sie einfach Carbon glänzend mit reingenommen. Und diese Kombination finde ich mega cool, finde ich echt cool. Sehr, sehr edel, trotzdem sportlich, trotzdem mega sportlich. Das ist echt gelungen. Mein Lenkrad ist auch komplett neu. Ich habe keine Knöpfe mehr in dem Sinne. Es ist alles nur noch digital und Touchscreen, wenn du das hier siehst. Und was mir fehlt ist, und das ist die neue Generation, man muss ja immer mitgehen, ist mein Startknopf. Fette rote Knopf, was ich die letzten 11 Jahre bei Ferrari kannte, das ist hier auch nicht mehr gegeben. Da kommen wir zum Punkt nur auf Fahren konzentrieren, wenn da nicht die Bahn ist. Bitte formulieren Sie Ihre Anfrage genauer. Ich habe nichts gedrückt. Abbruch. Ich habe nichts gedrückt. Und guckt euch mal diese Luft an. Das habe ich leider nicht verstanden. Schon wieder, ich habe nichts gemacht. Guck mal, schon wieder. Ich komme immer an diese Taste. Das ist das Einzige, was nervt. Wenn du hier blinkst und ansatzweise sehr nah daran kommst, also wenn du so blinkst und kommst an deinen Sprachmodus ran, geht das schon an. Das ist echt nervig. Und jetzt fahren wir hier, zeig mal einmal raus bitte Roma, über Kopfsteinpflaster und ich gehe im Normal-Sport-Modus. Okay. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich in ein 1000 PS Auto? Nee. Es ist ganz easy zu fahren. Wir fahren hier mit 18 km/h und das Auto lässt sich unheimlich geschmeidig fahren. Das ist echt cool. Jetzt fahren wir Elektro. Jetzt fahren wir komplett Elektro. Das Auto hört sich an wie ein Spielzeugauto. Es macht nur noch so. Und jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Es ist immer noch Elektro. Wir fahren immer noch komplett Elektro. Und jetzt fahre ich gerade 1000 PS und verbrauche nicht 1 Liter Sprit. Das ist doch geil, oder? Das ist doch mega. Das ist mega.
und jetzt kann ich hier meinen Modus wechseln und gehe hier rauf und zack, mein Motor ist an und dann habe ich jetzt auch mal ein bisschen Emotion. Es ist unglaublich, wie der zieht und ein bisschen erinnert mich das Auto an den Ferrari F40. Bei dem Ferrari F40 ist es ja so, wenn du richtig Gas gibst und die beiden Turbolader Luft reinsaugen, dann hörst du das richtig. Und hier ist es genauso. Da hast du so dieses, wie er da Luft einzieht. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Eine Sache wollte ich ja eben euch noch zeigen, was ich sehr cool finde, wo der Fahrer sich jetzt zu 100% auf die Fahrt konzentrieren kann, ist die Beifahrerdisplay. Zeig mal da, Roman. Das haben sie jetzt noch mal on top besser gemacht, indem sie das Ganze sozusagen per Touchscreen gemacht haben. Da kann der Beifahrer jetzt alles sehen, was ich mache, komplett. Wie viel km/h wir fahren, in welchem Gang wir sind. Der kann die Lautstärke hier einstellen. Und wenn er gar keinen Bock hat, macht er hier aus. Okay? Oder wir gehen zurück. Kann das noch was? Navigation. Oder der kann komplett das Fahrzeug einstellen. Guckt euch das mal an. Das ist doch mega. Das ist richtig gut. Es ist einfach gut. Wir fahren 1000 PS. Ich weiß, ihr wollt mehr sehen. Ich weiß, ihr wollt am liebsten auch Endgeschwindigkeit sehen und so weiter. Aber die Autos sind gerade so rar auf dem Markt, dass ich das hier nicht machen möchte. Es ist jetzt auch kein Pressefahrzeug, nein. Das Auto wurde mir zur Verfügung gestellt, damit ich euch das Auto näher bringen kann. Und deswegen müssen wir auch mit sehr viel Respekt an die Geschichte rangehen, weil wir bewegen hier sage und schreibe 1000 PS. Es ist Wahnsinn, es ist einfach Wahnsinn. Mein Fazit, was die Innenausstattung betrifft, ist, das Auto ist edel, das Auto ist sportlich, das Auto erfüllt alles, was ich mir vorstelle von einem Ferrari. Und an diesen E-Modus, also dass ich rein elektrisch fahre, daran kann man sich ganz schnell gewöhnen, weil es ist echt schön, wenn man jetzt hier losfährt und kein bisschen Sprit verbraucht, aber immer weiß im Hinterkopf, ich habe 1000 PS. Es gibt keinen Gegner für dieses Auto. So, die Kernfrage war ja am Anfang, ist das der beste Ferrari, der jemals gebaut wurde? Ist das der beste Ferrari, ja oder nein? Bis 900.000 Euro ist das der beste Ferrari, der jemals produziert worden ist. Und ich kann euch auch begründen, warum. Hier hast du alles in einem Paket. Du hast hier die 1000 PS, die magische 1000 PS. Du hast hier die neueste Technik drin, schon mit Elektro. Von innen ist alles eigenständig, alles neu. Natürlich kommt von innen auch viel Roma wieder her, aber das ist jetzt die neue Generation Ferrari. Es ist der beste Ferrari bis 900.000 Euro, was jemals produziert worden ist. Ab 900.000 Euro wird die Luft natürlich sehr dünn, weil, bei allem Respekt, der F40 bleibt ein F40, der wird ungefähr ab 1,1 Millionen gehandelt. Der Enzo bleibt ein Enzo, der liegt bei weit über 2 Millionen Euro. Der LaFerrari bleibt ein LaFerrari. Und wenn wir jetzt ganz zurückgehen, der 275 GTB4 bleibt ein GTB4. Das ist einfach so, aber bis 900.000 Euro, ein perfektes Auto, habt ihr gut hingekriegt, Ferrari, muss ich ehrlich sagen. Cool. Wenn euch mein Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal, lasst noch mal ein Like da. Das sind 3 Aufgaben, das ist eigentlich ganz easy. Es ist Sonntag, komm! Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 16 Uhr. Ciao!